Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es die Review zu Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah von 1964. Der Film ist die Geburtsstunde von einem der mächtigsten Gegner Godzillas, King Ghidorah. In Japan bereits 1964 erschienen, wurde der Film in Deutschland erst 2011 auf DVD ausgewertet. Eine lange Zeit also blieb der Film den deutschen Fans verborgen. Für dieses Werk waren erneut Regisseur Ishiro Honda, Spezialeffektemeister Eiji Tsuburaya, Komponist Akira Ifukube und Produzent Tomoyuki Tanaka verantwortlich. In den Hauptrollen sehen wir Yusuke Natsuki, Akiko Wakabayashi, Yuriko Hoshi, Hisaya Ito, Takeshi Shimura, die Zwillinge Emi und Yumi Ito, Hiroshi Koizumi sowie Akihiko Hirata. Die Geschichte beginnt in einer sehr warmen Nacht im Januar. Die junge Reporterin Naoko Shindo beobachtet mit Weltrauminteressierten den Himmel. Unter den Neugierigen haben sich auch Anhänger einer UFO-Sekte eingefunden, die nichts anderes wollen als Kontakt mit der Außenwelt. Doch es landet kein UFO auf der Erde, dafür schlägt ein Meteorit in den Bergen Japans ein. Währenddessen wird der Polizist Shindo, der Bruder von Naoko, von seinem Chef beauftragt, die Prinzessin Salno des Staates Yagina zu beschützen. Die Reise ist anonym und soll keine Aufmerksamkeit erregen. Als Prinzessin Salno gedankenverloren aus dem Fenster blickt, ruft sie eine Stimme und warnt sie, dass sie in Gefahr ist. Salno wandelt zur Bordtür und springt aus dem Flugzeug. Kurz darauf explodiert die Maschine. In der Zwischenzeit macht sich ein Forscherteam unter Leitung von Dr. Murai auf dem Weg zu den Meteoriten. Dort angekommen bauen sie ihr Forschungslager auf und fangen mit der Arbeit an. Da Naoko und Dr. Murai befreundet sind, erfährt auch Shindo von den Meteoriten. Der hat aber andere Sorgen. Er erfährt von seinem Chef, dass das Flugzeug abgestürzt ist und alle anwesenden Personen wahrscheinlich tot sind. Plötzlich taucht im Tokioter Ueno Park eine merkwürdige Frau auf, die behauptet, von der Venus zu kommen. Dies führt natürlich in der Bevölkerung zu Heiterkeit, doch Reporterin Naoko wittert eine willkommene Story. Kurz darauf erscheint die Frau auch am Vulkan Aso und warnt die Menschen vor der Auferstehung Rodans. Auch dort wird sie ausgedacht. Doch ihre Prophezeiung wird wahr. Rodan erscheint und verschwindet in den Himmel. Die beiden Priesterinnen Motras wurden auf Wunsch von Kindern in eine Fernsehshow eingeladen, in der sie ein Lied für ihre Gottheit singen. Dabei erfahren wir, dass eine Raupe nach dem Kampf mit Godzilla gestorben ist. Die beiden wollen wieder mit dem Schiff zur Insel zurückkehren, doch auch am Hafen erscheint die Frau von der Venus. Sie warnt davor, dass das Schiff nicht ablegen soll. Naoko ist vor Ort und nimmt sich ihr an, auf der Hoffnung nach einer guten Story. Das Schiff wird in der darauffolgenden Nacht von Godzilla angegriffen und zerstört. Natürlich haben auch die Verschwörer rund um das Attentat auf die Prinzessin festgestellt, dass die Frau von der Venus der Prinzessin wie aus dem Gesicht geschnitten ähnelt. Der König schickt seine Killer los, um sie zu eliminieren. Naoko geht mit der Frau von der Venus in ein Hotel und kleidet sie neu ein. Ihr Bruder Shindo stößt dazu und will sie mit zur Polizei nehmen. Doch die Gangster sind bereits in dem Hotel und wollen ihr Werk vollenden, bis sie von den beiden Shobijin und Shindo aufgehalten werden. Die Priesterinnen haben auf das Wort von ihr gehört und fuhren nicht mit dem Schiff zurück zur Insel. Doch kaum sind die Verbrecher weg, erscheint Godzilla aus dem Meer und geht in Yokohama an Land. Dann taucht auch noch Rodan auf und beide Kaiju liefern sich darauf einen Kampf. Shindo fährt mit der Oko zu Dr. Tsukamoto, um herauszufinden, was mit der Frau von der Venus eigentlich los ist. Tsukamoto sagt, dass sie kerngesund ist und dass ihre Aussagen nicht gelogen sind. Dr. Murai und sein Team untersuchen den Meteoriten, bis dieser sich plötzlich selbst sprengt und daraus ein gigantisches, goldenes Kaiju entspringt. Die Frau von der Venus nennt ihn König Ghidorah, eine grausame Kreatur, die auch bereits ihr Volk auf der Venus auslöschte. Nun hat er es auf die Erde abgesehen. König Ghidorah macht auch seinen Ruf alle Ehre und löscht ganze Städte im Flug durch seine Strahlen und Winde aus. Die Menschen wollen, dass Mothra sich mit Godzilla und Rodan zusammenschließt und dass sie gemeinsam gegen Ghidorah kämpfen. Mothra erscheint, während sich die beiden noch immer wie wild bekämpfen und versucht sie für den Kampf gegen Ghidorah zu gewinnen. Doch beide wollen nicht. Die Menschen sollen selbst zusehen, wie sie mit Ghidorah fertig werden. Mothra zieht darauf alleine in den Kampf, bis Godzilla und Rodan sich entscheiden, mit in den Ring zu steigen. Nun kämpfen Frankensteins Monster gegen Ghidorah. Die Attentäter jagen noch immer die Prinzessin
und liefern sich mit Shindo eine wilde Verfolgungsjagd und Schießerei. Doch das Karma siegt und die Bösewichte werden durch den Kampf von Frankensteins Monster getötet. Durch einen Schlag auf den Kopf erhält die Prinzessin ihr Gedächtnis zurück. Godzilla, Mothra und Rodan können letztlich Ghidorah nicht bezwingen, aber zumindest vorerst wieder in den Weltraum vertreiben. Prinzessin Cyno bedankt sich bei Shindo für ihr Leben und bei den anderen für ihre Hilfe. Sie macht sich zurück auf den Weg in das Land, was sie töten wollte. Hoffentlich kann sie dort für eine gute Entwicklung sorgen. Nun zu meiner Bewertung. Die Handlung ist interessant gestaltet und vermischt dieses Mal die beiden Handlungsstränge sehr gut. Etwas eigenartig ist die Rolle von Mothra als Vermittlerin zwischen Rodan und Godzilla. 8 Gs. Die Effekte des Films schwanken zwischen herausragend und billig. Die Modellbauten und der Auftritt von Ghidorah sind ohne Makel, aber die Kostüme von Rodan und Godzilla fangen ab diesem Film an kindisch auszusehen. 8 Gs. Vor allem das Lied The Birth of King Ghidorah bleibt im Ohr und das obwohl Ifukube dieses Mal einen anderen Weg geht. Anstatt eines brachialen Marsches klingt diese Komposition mystisch und magisch und könnte auch aus einem Disney-Film stammen. 9 Gs. Mit den Kämpfen verhält es sich genauso wie mit den Kostümen. Der Kampf zwischen Ghidorah und Mothra sieht großartig aus, während das Puppentheater zwischen Rodan und Godzilla lächerlich aussieht. 6 Gs. Die Spannung lebt in erster Linie von Prinzessin Cyno, die als Prophetin Ghidorahs auftritt und schon lange vor dessen Erscheinen die Menschen warnt. Auch das Erscheinen von Rodan wurde von ihr vorausgesagt. Und dass Rodan und Godzilla erstmal gegeneinander kämpfen und Mothra alleine gegen Ghidorah zieht, kommt ebenfalls überraschend. 8 Gs. Und damit komme ich insgesamt auf 39 Gs. Für mich ist die Handlung mit den Gangstern und alles, was dazugehört, zu dominant für diesen Film. An sich die Einführung und der Hintergrund von Ghidorah ist cool gemacht. Dass die Kaiju in diesem Film anfangen, sich menschlicher zu verhalten, war wohl eine Frage der Zeit. Ich habe nichts gegen gute Kaiju, aber bitte nicht so. 5 Gs. Die Effekte sind in den Szenen mit Ghidorah absolut großartig umgesetzt. Er ist richtig schön brachial. Die Zerstörungsszenen sind ein richtiges Highlight der Reihe. Doch die Nutzung von Handpuppen, das Kostüm von Rodan und den Stil der Kämpfe finde ich nicht so cool. Mit den Ghidorah-Szenen gebe ich dafür 5 von 10 Gs. Akira Ifukube hat nun noch für Ghidorah ein tolles Leitmotiv kreiert. Alles in allem wieder ein guter Soundtrack, nur das Mothra-Lied passt irgendwie nicht. 9 Gs. Man kann über die Kämpfe gespaltener Meinung sein, was ich ebenfalls bin, doch die flotte Umsetzung ist schon cool. Trotzdem sind die Kämpfe für meinen Geschmack stark übertrieben. 5 Gs. Eigentlich will man als Fan einfach nur Ghidorah sehen. Doch die Idee mit den Gangstern und der Verschwörung passt, wie ich finde, ähnlich wie bei Dogora, nicht so recht in einen Kaiju-Film. Hätte man etwas verkürzen können. Der Film lebt von seinen Schauwerten. 5 Gs. Damit komme ich auf 39 von 50 Gs. Mit diesem Film drehte Regisseur Honda einen kontroversen Klassiker des Kaiju-Eiga. Das Kaiju Ghidorah ist eines der berühmtesten Aushängeschilder des Genres und das zu Recht. War der Vorgänger Godzilla und die Urweltraupen noch sehr ernst gehalten, wurde mit diesem Werk eine 180-Grad-Wende in der Godzilla-Reihe vollzogen. Die Kaiju vermenschlichen ihren Charakter immer mehr, was nicht immer schlecht sein muss, jedoch die Godzilla-Reihe in eine andere Richtung bringen wird, die bis Ende der Showa-Ära anhält. Trotz der Wesensveränderung wird die Showa-Ära noch viele weitere tolle Filme in petto haben. Der Nachfolger Befehl aus dem Dunkel von 1965 ist einer der Klassiker des Kaiju-Eiga. Doch das sehen wir uns ein anderes Mal an. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.